Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate-Mission Uruguay in Welt. Ich bin Mattes und heute widmen wir uns einem besonderen Thema, der perfekten Mate-Zubereitung. Ja, üblicherweise trinke ich ja jetzt dann aus meiner Kalebasse und begrüße euch, aber heute bereiten wir ihn erstmal zu. Wie ihr wisst, trinke ich gerne Mate, da auch der Name dieser Sendung. In dieser Zeit habe ich auch einiges über die richtige Zubereitung gelernt und das möchte ich heute mit euch teilen. Hier seht ihr meine Ausrüstung. Ich habe verschiedene Kalebassen, mittlerweile 3 Stück. Eine traditionelle aus Kürbis, das ist dieser Kollege hier. Und 2 aus Edelstahl. Das sind diese Kollegen hier. Der Kürbis hier ist etwas unpraktisch und wenn man ihn richtig pflegt, dann kann der sehr schnell schimmeln und deswegen ist er etwas unpraktisch und deswegen verwende ich den nicht mehr, eher als Dekoobjekt. Kommt dann hier auch auf meinen Tisch. Diese Edelstahl-Varianten hier sind deutlich pflegeleichter. Ich kann dir mal hier zeigen, so sehen die aus. So, eine von diesen Edelstahl-Varianten habe ich auch einem Freund geschenkt, der jetzt mit mir ja auch Mate entdeckt hat. Lass es dir schmecken. So. In den letzten Monaten habe ich viel über Videos und Recherchen auch über diese uruguayische Methode gelernt. Und deswegen fangen wir heute mal an mit der Schritt-für-Schritt Anleitung, wie das geht. Ich habe hier uruguayischen Mate und wir haben hier eine Kalebasse. Ich nehme die mal beiseite, die große, und nehme jetzt hier die kleine und fülle diese Edelstahl-Kalebasse so etwa zu 2/3 mit Yerba Mate. So, kann noch ein bisschen was rein. Perfekt. So. Jetzt kommt ein wichtiger Trick. Also erstmal müssen wir das Ganze schütteln, damit wir das ganze Pulver wegkriegen. Ja, seht ihr, auf meiner Hand ist jetzt dieses ganze Pulver. Und jetzt kommt der Trick mit dem Schrägmachen. Man macht das also schräg. Und an der tiefsten Stelle, da bildet sich jetzt hier so eine Schräge, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Und an der tiefsten Stelle kommt jetzt Wasser rein. Und zwar kaltes. Nicht viel, nur so ein bisschen. Ja. Das Ganze lässt man jetzt 20 Sekunden lang ziehen. Diese Methode habe ich auch in einem Video über uruguayische Mate-Kultur entdeckt. Vorher habe ich immer direkt heißes Wasser verwendet. Ist wohl ein klassischer Anfängerfehler. So. Nachdem das jetzt hier so ein bisschen gezogen hat, kommt auch die Bombilla in die Kalebasse hinein. Und zwar an der Stelle, an der tiefsten Stelle, wo wir auch das Wasser eingegossen haben, wird er eingestochen und schräg unter den Yerba Mate gehoben. So. Und jetzt ja, ist das Sieb am Boden und kann nicht so schnell verstopfen. Und jetzt kommt auch an der tiefsten Stelle, fügen wir heißes Wasser hinzu. Ich habe noch nicht so eine perfekte Thermoskanne wie die Uruguayos mit so einem kleinen Ausgießer. Ich muss das hier sehr vorsichtig machen, aber grundsätzlich funktioniert das. So. Das Wasser hat eine Temperatur von etwa 80 bis 75 Grad, also es sollte auf keinen Fall kochendes Wasser sein. Auch das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und dann ist er fertig. Ah, lecker. In Uruguay wird der Mate übrigens traditionell im Kreis getrunken. Der Matero, also derjenige mit der Thermoskanne, gießt ein, reicht den Mate weiter und wenn man fertig ist, gibt man ihn zurück zum Nachfüllen. Nach mehreren Aufgüssen kann man auch eine Vuelta machen. Man dreht die Bombilla an einen anderen Teil der bisher trockenen Yerba und holt so noch mehr Geschmack raus. Man kann auch immer ein bisschen oben von dem Trockenen abgießen, wenn man das da unten rein gießt. Auch das holt dann immer noch ein bisschen Geschmack raus. Also mit so einem Aufguss, den kann man bis zu 30 Mal aufgießen. Übrigens,
In heißen Tagen trinkt der Uruguayo auch gerne den Mate eiskalt und mit Eis gemacht. Das nennt sich dann Tereré, glaube ich. So. So, das war die authentische Mate-Mission und Zubereitung, wie sie in den letzten Monaten gelernt habe. Probiert es einfach mal selbst aus. Ich freue mich darauf, im September nach Uruguay zu reisen und die echte Mate-Kultur zu erleben. Bis dahin perfektioniere ich hier noch meine Technik, also abonniert Mattes Mate-Mission, klickt auf die Glocke und hinterlasst eure Mate-Erfahrungen gerne in den Kommentaren. Hasta la próxima, wenn es wieder heißt Mattes Mate-Mission und Adios. Köstlich, dieser Mate. Tschüss.